mag es nicht länger zumuten, dass sie mit Nathalie zusammen wohnt. Nach all dem, was sie ihr in den Kopf geworfen hat. Warum zieht sie nicht einfach wieder aus? Das versucht sie ja und sie sucht auch schon eine Wohnung, aber für uns beide. Verstehe. Und damit hat Nathalie dann auch wieder ein Problem. Oh ja. Nur heftigst. Die klassische Zwickmühle, würde ich sagen. Hände hoch! Und keine Bewegung. Die Hände bleiben oben. Hände weg vom Körper. Einbruch in ein Maklerbüro. Was gibt's denn hier zu klauen, hä? Seid ihr überhaupt schon volljährig? Okay. Wir nehmen euch jetzt mit auf die Wache und überprüfen das. Und dann informieren wir eure Eltern. So, Abmarsch. Also zumindest in der Wohnungsanzeige klang es sehr gut. Und dass es mit dem Besichtigungstermin so schnell klappt, ist doch super. Oder hast du morgen keine Zeit? Doch, natürlich. Es ist nur, ich habe mir über den Auszug bloß noch mal Gedanken gemacht. Was heißt das? Ich denke, wir wollen zusammenziehen. Ja, natürlich, aber vielleicht sollten wir das nicht so stürzen. Ich lasse euch lieber mal allein. Nathalie hat mich gebeten, hier wohnen zu bleiben. Sie braucht mich jetzt. Ich kann sie nicht alleine lassen. In dieser Paartherapie werden wir vor allem daran arbeiten, die Ansichten und Bedürfnisse des anderen wieder zu verstehen und zu akzeptieren. Herr Brandner. Ja, entschuldigen Sie. Es klang vorhin so, als hätten Sie unsere Ehe bereits für gescheitert erklärt. Nein, ganz im Gegenteil. Gerade dass Sie sich für eine Therapie entschieden haben, das ist doch ein sehr guter Schritt. Ich fürchte, Sie haben mich vorhin missverstanden. Selbstverständlich kommen sich die meisten Paare durch die Therapie wieder näher und können ihre Krise überwinden. Nur kann ich Ihnen das leider im Voraus nicht garantieren. Das hängt ganz von Ihnen ab. Um hier Erfolg zu haben, ist es notwendig, dass Sie ganz offen über Ihre Gefühle sprechen und sich Ihren Problemen stellen. Gut. Naja, wo liegen denn die Probleme für Sie in Ihrer Beziehung? Probleme? Ja, natürlich gibt es immer wieder Höhen und Tiefen. Elisabeth und ich zum Beispiel sind beruflich sehr eingespannt. Aber Probleme? Ich liebe meine Frau. Und bisher haben wir eine gute Ehe geführt. Dachte ich jedenfalls. Dann sind Sie also mit Ihrer Beziehung rundum zufrieden? Ich war es, bis Elisabeth ausgezogen ist. Ja, Moment mal, jetzt soll ich an allem schuld sein. Ich bin ja nicht aus heiterem Himmel ausgezogen. Was war denn mit Coco? Coco? Also mir sind richtig die Tränen gekommen, als sie ins Gefängnis musste. Dabei war sie doch völlig unschuldig. Aber es gab doch ein Happy End. Hallo, wir waren gerade im Kino. Guten Abend. Das habe ich mir schon gedacht. Du hast deine Unterlagen tatsächlich hier vergessen. Ach, Gott sei Dank. Und wo waren Sie? Ja, sie lagen in der Küche. Na, wollt ihr mir ein bisschen Gesellschaft leisten? Ja, klar. Konstantin zieht es nämlich vor, den Abend mit ihrer Tochter zu verbringen und nicht mit mir. Ich habe in letzter Zeit auch nicht mehr sehr viel von ihr. Entschuldigung. Oh, habt ihr euch abgesprochen? Von Lahnstein? Polizei? Sie hatten also eine Affäre mit einer jungen Frau. Eine Affäre. Unsinn. Ja, aber Sie hatten sich in sie verliebt. Ach, das Ganze war eine Art Schwärmerei. Auf keinen Fall etwas Ernstes. Ich habe sie ja noch nicht mal verschwiegen.
Ja, aber Ihre Frau hat es nachhaltig verunsichert. Ja, sie hat völlig überreagiert. Oh, das ist ja unverschämt. Ich bitte Sie, Vorwürfe bringen uns nicht weiter. Ich habe nicht überreagiert. Verstehen Sie, in dem Moment ist etwas in mir zerbrochen. Ach, und das war der Grund, plötzlich unsere ganze Ehe in Frage zu stellen, ja? Ich möchte mal sehen, wie du reagierst, wenn ich mich in einen wesentlich jüngeren Mann verlieben würde. Das fragst du? Ausgerechnet du? Ich meine, das hatten wir doch schon, oder? Also, das ist Bitte nicht alles auf einmal. Bleiben wir zunächst bei Coco. Dass ich Coco nahe gekommen bin. Das lag... Ja, es lag an ihr. Sie hat ihre Abende lieber im Büro verbracht als zu Hause. So einfach ist das. Ja. Ich habe während dieser Zeit für unsere Beziehung gekämpft, neben meiner Arbeit. Ich habe gekocht, den ganzen Haushalt. Opernkarten. Wie oft hast du mich versetzt wegen deiner Arbeit? Ihr Interesse an mir, was heißt Interesse? Es war gar nicht mehr vorhanden. Oh, es ist ja... Und das Interesse der jungen Frau hat Ihnen geschmeichelt. Was unterstellen Sie mir da? Eine verspätete Midlife-Crisis? Dass ich mich bei jungen Mädchen beweisen muss? Gar nichts, Herr Brandner. Ich möchte nur von Ihnen hören, was genau Sie zu dieser Coco hingezogen hat. Nein. Nein. Meine Gefühle stehen hier nicht zur Debatte. Meine Frau empfindet nichts mehr für mich. Da sollten Sie Ihre Therapie ansetzen. Ich hätte mich so darauf gefreut, mit dir in eine eigene Wohnung zu ziehen. Ja, ich mich doch auch. Aber du weißt doch, wie Natalie drauf ist, seit sie das Kind verloren hat. Ich kann sie jetzt nicht im Stich lassen, das musst du doch verstehen. Muss ich wohl. Ist ja nichts Neues. Aber warum hast du nicht vorher mit mir darüber gesprochen, statt mich ins offene Messer laufen zu lassen? Hab ich doch gar nicht. Und diese gemeinsame Wohnung, die läuft uns doch auch nicht weg, oder? Und so lange bleiben wir eben hier bei Natalie. Na toll. Natalie wird sich bei uns bedanken. Sie kann nie wieder schwanger werden und wir leben ihr die große Liebe vor. Irgendwann wird sie darüber hinweg sein. Ich ertrag das aber nicht mehr länger. Gleich kommt Natalie wieder aus ihrem Zimmer und wirft mir vor, ich würde mich insgeheim über ihre Fehlgeburt freuen, weil euer Kind nicht mehr zwischen uns steht. Du weißt selbst, dass sie das nicht so meint. Und sie hat sich dafür entschuldigt. Du willst es nicht verstehen, oder? Natalie hat ein dickes Problem mit uns. Das hat alles keinen Sinn mehr. Ich zieh aus. Noch heute Abend. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, das ist mein Ernst. Wo willst du denn jetzt noch hin? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich find schon was. Der Name des Kaufinteressenten? Wie, die haben dir den Zettel nicht weggenommen? Mission erfüllt. Ja, immerhin. Vielleicht kannst du so den Verkauf des Schlosses doch noch verhindern. Und was erzählst du deinem Vater? Was wohl? Die Wahrheit. Wenn er erfährt, dass du jetzt doch diese Tanja gegen Ansgar unterstützt, er schickt dich ins Internat. Johannes weiß sowieso, was ich in dem Maklerbüro wollte. Mit einer blöden Ausrede muss ich ihm gar nicht erst kommen. Keine Angst, er drückt schon noch mal ein Auge zu. Meinen Sohn aus einer Gefängniszelle abzuholen. Eine Erfahrung, die ich mir gerne erspart hätte. Diesmal habe ich echt Mist gebaut. Darüber reden wir später. Leider kann ich nur Konstantin mitnehmen. Unsere Mutter wird auch jeden Augenblick kommen. Irrtum.
Sie hat Bescheid gesagt, dass sie euch erst morgen abholen will. Ja, ich denke, wir sind dem Kern Ihrer Schwierigkeiten schon ein gutes Stück näher gekommen. Das gelingt nicht allen Paaren in der ersten Sitzung. Wie tröstlich. Ich möchte Ihnen eine kleine Übung mit auf den Weg geben. Hausaufgaben. Wenn Sie so wollen. Vielleicht könnten Sie in den nächsten Tagen einmal ganz offen über ein möglichst unverfängliches Thema diskutieren. Ja, zum Beispiel einen Kinofilm. Ja, falls wir uns auf einen Film einigen können. Und das Ergebnis dieser Diskussion sollen wir dann bei der nächsten Zusammenkunft mitteilen. Nein, lieber wäre mir eine schriftliche Zusammenfassung. Nein, es geht mir nur darum, Ihre Gespräche möglichst zu entkrampfen. Sie werden erkennen, dass Sie wieder miteinander reden können, ohne sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Ja, wie soll es denn demnächst dann weitergehen? Ja, ich schlage vor, dass wir dort ansetzen, an einem Punkt, den wir heute schon berührt haben. Ihr Gefühl, dass Ihre Frau Sie nicht mehr liebt. Einverstanden. Nicole, ist noch immer kein Zimmer frei? Nein, tut mir leid. Wir sind die nächsten Tage komplett ausgebucht. Gibt's denn eine Pension hier in der Nähe? Sieht schlecht aus. Es ist Messe. Da sind auch die preiswerten Hotels alle voll. Vielleicht gibt's ja doch eine andere Lösung. Was hältst du beispielsweise vom Schlosshotel Königsbrunn? Bei euch? Na klar. Freie Zimmer haben wir genug und Ansgar überzeugen wir auch. Ich weiß nicht. Ja, wieso nicht? Obdachlose Cousinen sind bei uns immer herzlich willkommen. Und es ist ja gerade erst unsere Großmutter ausgerissen. Da müssen wir doch wenigstens zusammenhalten. Hm? Wenn du willst, kannst du dir meine Jacke auch noch drunter legen. Das bringt auch nichts. Mir tut morgen sowieso alles weh. Willst du denn gar nicht schlafen? Ich krieg sowieso kein Auge zu. Das ist das Letzte, das Susanne uns hier drin schmoren lässt. Irgendwie kann ich sie auch verstehen. Na toll. Dir ist ja wohl klar, dass du mir das Ganze eingebrockt hast. Lass ich mich bequatschen, auf Konstantin aufzupassen. Er ist auch dein Freund. Schwamm drüber. Das ist eine Sauerei, dass Susanne uns nicht abholt. Und ab morgen gibt's wahrscheinlich noch Hausarrest. Was Susanne mit mir macht, ist mir egal. Aber Konstantin. Meinst du, sein Vater schickt ihn jetzt doch in die USA? Glaube ich nicht. Der Graf wirkte eben doch ziemlich cool. Findest du? Jedenfalls ist er fairer als Susanne. Dabei hätte er eher Grund, Konstantin eine Nacht hier drin zu lassen. Auch wieder wahr. Sein Vater reißt ihm schon nicht den Kopf ab. Lisas Mutter sehr wütend? Allmählich macht sie sich Gedanken über den Umgang ihrer Tochter. Jedenfalls danke, dass du mich sofort rausgeholt hast. Eine Nacht in Haft hätte dir sicherlich gut getan. Ich weiß. Am besten, du fängst an zu packen. Morgen Mittag geht deine Maschine nach Boston. Das kannst du nicht machen. Bis dieser unselige Streit im Königsbrunn nicht entschieden ist, bleibst du im Internat. Hör zu. Ich weiß, ich habe heute einen großen Fehler gemacht. Heute? Aber Ich höre mal heute. Wie oft habe ich dich gebeten, dich aus diesem Streit mit Ansgar herauszuhalten? Und jetzt lässt du dich auch noch mit dieser dubiosen von Anstetten ein, Konstantin. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du dich wieder und wieder in Gefahr begibst. Ich finde es gut, dass ihr den Mut aufgebracht habt, eine Therapie zu machen. Darauf könnt ihr doch aufbauen. Und sieh mal, Arno ist für dich über seinen Schatten gesprungen. Da siehst du doch, wie viel du ihm noch bedeutest. Ja, schon. Mhm. Ich bin sicher, mit Hilfe der Therapie werdet ihr eure Ehe retten. Ja, oder sie endgültig gegen die Wand fahren. Elisabeth, das darfst du gar nicht denken. Charlie, das läuft nicht zwangsläufig so, wie man sich das wünscht. Bei diesen intensiven Gesprächen, da kommt eine Menge zutage. Was man vielleicht gar nicht wissen will, meinst du, ja? Mir ist heute schlagartig klar geworden, worauf diese Therapie hinausläuft.
auf Arnos Frage, warum ich ihm nicht sagen kann, dass ich ihn liebe. Und du hast Angst vor der Antwort. Je mehr ich darüber nachdenke, desto unsicherer werde ich. Eure Küche ist für eine Köchin ein echter Traum. Tob dich aus, so oft du willst. Ich wette, unsere Köchin kann auch eine Menge von dir lernen. Das Zimmer für Frau Freist hergerichtet. Vielen Dank, Frau Kepler. Darf ich fragen, ob Sie beabsichtigen, länger zu bleiben? Nur bis ich was anderes gefunden habe. Gute Nacht. Gute Nacht. Komm, ich zeig dir dein Zimmer. Du bist bestimmt müde. Hm? Na, da sieh mal einer an. Hallo, Max. Hallo? Leo. Na, spannst du jetzt dem Nächsten die Frau aus? Ich habe Max eines unserer Gästezimmer angeboten. Die Situation mit Nathalie und Gregor ist nicht ganz einfach. Du hast ja wohl nichts dagegen. Ja, aber warum sollte ich? Max gehört doch praktisch zur Familie. Danke. Und wenn du mir 3-mal in der Woche einen strammen Max machst, darfst du auch bleiben. Kleiner Scherz. Willkommen auf Königsbrunn. »97, 98, 99, 100. Tolle Art, die Zeit totzuschlagen. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Kein Wunder, dass die Knackis alle solche Muckis haben. Ich könnte ja schon nach einer Nacht hier die Wände hochgehen. Susanne! Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich hatte gehofft, ihr nutzt sie, um ein bisschen nachzudenken. Dann hätte sich diese kleine Lektion wenigstens gelohnt. Keine Angst. Auf noch so eine ätzende Nacht kann ich gerne verzichten. Vielen Dank auch. Es gibt Eltern, die haben mehr Plan von der Erziehung. Konstantin ist längst zu Hause. Graf Lahnstein hat ganz andere Mittel, um ihn zur Vernunft zu bringen. Ich glaube kaum, dass du mit Konstantin tauschen möchtest. Ausgerechnet auf Schloss Königsbrunn ist Max gelandet? Das passt gar nicht zu ihr. Es macht dir jetzt nicht so den Eindruck, dass sie hier so ganz freiwillig ausgezogen ist. Das ist nicht mein Problem. Sie ist sauer auf Gregor. Auf Gregor? Ja, er will jetzt doch nicht mit ihr zusammenziehen, sondern bleibt weiter bei mir wohnen. Und du hast ihr nicht so ganz nebenbei zu verstehen gegeben, dass sie hier stört? Nein. Nathalie, ich freue mich, wenn du dich mit Gregor wieder verstehst. Aber es macht dich doch auf Dauer auch nicht glücklicher, wenn du seiner Beziehung im Wege stehst. Aber das tue ich doch gar nicht. Soll ich ihn jetzt nur wegen Max aus der Wohnung jagen? Gregor ist der einzige Mensch, der weiß, wie ich mich momentan fühle. Und umgekehrt genauso. So ist doch die beste Lösung für alle. Elisabeth. Guten Morgen. Kann ich einen Moment reinkommen? Ja, selbstverständlich. Vermisst du unser gemeinsames Frühstück? Ja, manchmal. Können wir reden? Ja, also die Kinder sind in der Schule, wenn du das meinst. Natürlich ohne Frühstück. Magst du auch? Nein, danke. Höchstens eine Tasse Kaffee. Ja. Wie hat dir denn gestern das Gespräch mit Herrn Bürgermeister gefallen? Ja, gefallen trifft es wohl nicht ganz, bitte. Danke. Zwischenzeitlich wärst du am liebsten aufgestanden und gegangen, nicht wahr? Zugegeben, knifflige Verhandlungen mit einem Bauherrn sind mir geläufiger. Wenn du möchtest, wir können die Therapie auch abbrechen. Also nur als Angebot. Ich würde nicht weiter darauf bestehen. Aber es war dir doch so wichtig. Ja, ist es ja auch, doch. Doch. Aber ich fand es schon ein sehr wichtiges Signal, dass du dich überhaupt mir zuliebe darauf eingelassen hast. Du hast mich eben überzeugt. Und so wie es war zwischen uns, konnte es ja wohl nicht bleiben. Und in verzweifelten Situationen muss man eben manchmal zu Mitteln greifen, die man sonst so schnell nicht ins Auge gefasst hätte. Ja, du willst die Therapie also fortsetzen? Ja, willst du sie nicht? Ja, doch. Oh, doch, sicher. Also, ziehen wir es gemeinsam durch. Ja, gut.
Das wollte ich nur klären. Dein Kaffee? Ich muss gleich wieder ins Büro. Schade. Und vielen Dank noch einmal für Ihr Verständnis. Auf Wiederhören. Also, es wird keine Anzeige geben. Sowohl der Makler als auch die Staatsanwaltschaft waren sehr entgegenkommend. Na, immerhin. Du kannst zum Glück sagen, dass du meine Vorstrafe herumgekommen bist. Was du jetzt mit ihm vorhast, ist für ihn die schlimmere Strafe. Wie bitte? Mein Gott, ich habe eine Heidenangst um den Jungen. Mein Gott, Leonard, ist denn das so schwer zu verstehen? Er weiß doch nun inzwischen, dass er sich aus der Sache mit Ansgar raushalten soll. In den USA wird ihm auch nichts weiter übrig bleiben. Aber Vater... Kein Aber, meine Entscheidung steht fest. Es ist nur zu Konstantins Besten. Soll ich ihr dazusehen, wie er weiter und weiter auf die schiefe Bahn gerät? Hast du alles? Wir müssen jetzt gleich zum Flughafen. Das kannst du vergessen. Ich gehe nicht weg, bevor ich mich von Lisa verabschiedet habe. Aber bitte nur 5 Minuten. Sie wissen, der Maître kommt ohne Sie nicht aus. Hallo Max. Hallo. Du wohnst jetzt auf Königsbrunn, oder? Erstmal. Dann war's das wohl mit uns. Hör zu, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Du bist doch die Frau, die ich liebe. Wovon redest du? Ich liebe dich doch auch. So schnell wirst du mich nicht los. Wieso bist du dann so plötzlich ausgezogen? Ich war enttäuscht. Und ich habe mich so darauf gefreut, mit dir zusammenzuziehen. Nathalie ist meine beste Freundin. Sie hat immer zu mir gehalten und sie hat mich gepflegt, als ich abgestürzt bin. Und jetzt braucht sie dich eben. Ja, das hat aber nichts mit dir zu tun. Weißt du, was ich an dir so liebe? Nein. Dass du immer für andere da bist. Du läufst nicht sofort weg, wenn es mal schwierig wird. Vor dir werde ich garantiert nicht weglaufen. Wir können nicht länger warten. Pech. Da müsst ihr mich wohl hier rausschleifen. Vater, bitte, willst du es dir nicht doch noch mal überlegen? Es ist alles gesagt, Leo. Konstantin. Du darfst nicht weggehen. Das will ich doch auch nicht. Es tut mir leid, aber... Sie dürfen uns nicht auseinanderreißen. Wir lieben uns doch. Bitte, Sie sind doch kein Unmensch. Schicken Sie Konstantin nicht nach Amerika.